Hallo zusammen, schön, dass ihr da seid. Heute geht es um Federn für Anfänger. Wir analysieren die Feder in alle einzelnen Bestandteile und setzen diese erst einmal als Quiltübung um anschließend unsere Federn auf unser Sandwich zu arbeiten. Unsere Feder für Anfänger können wir einmal als Meander umsetzen. Wir können sie aber auch flächendeckend arbeiten. Wir können sie mit anderen Motiven kombinieren und wir können sie auch verschwinden lassen. Wenn wir unsere Feder füllen, verschwindet das eigentliche Federmotiv. Wenn wir die Feder von außen umranden, betonen wir das Federmotiv. Wir können sie am Abschluss verzieren oder auch an der oberen Spitze noch einmal verzieren. Wie das Ganze geht, darum geht es in diesem Video. Herzlich willkommen bei Needle Engine. Mein Name ist Elke. Schön, dass ihr dabei seid. Um unser Federmotiv zu üben, zeichnen wir 3x3 Linien auf einen Bogen Geschenkpapier. Zunächst einmal möchten wir Schwünge üben. Einfach nur ein langes, aneinanderhängendes M. Wir setzen an der mittleren Linie an, schwingen bis zur oberen Linie und zurück. Wenn das mal nicht genau auskommt, dann ist das so. Wir versuchen aber ziemlich gut zu treffen. Wenn wir das haben, fahren wir mit unserer Nadel genau auf der Mittellinie zurück und setzen Us dagegen. Wir setzen Us gegen unsere Ms. Wir versuchen die Linie zu treffen. Wenn wir die nicht treffen, ist das auch okay. In der zweiten Reihe möchten wir die gleiche Übung machen. Unsere Ms und unsere Us setzen wir nun aber kursiv. Das heißt, wir versetzen das ein bisschen. Schwung für Schwung. Bis zur Mittellinie, bis zur oberen Linie und zurück. Wir fahren wieder über die Mittellinie zurück und setzen nun hier unsere Us genauso kursiv an. In der dritten Übung schaffen wir uns weitere Hilfslinien. Wir ziehen einfach mal Striche quer. Wenn wir das haben, beginnen wir wieder an der mittleren Linie. Unser kursives M wird nun ein bisschen stärker kursiv. Das heißt, wir fangen wieder in der Ecke an, ziehen die Spitze unseres Bogens zu unserer Linie, lassen den Bogen über die Linie hinaus wandern und enden wieder an der Linie. Und das machen wir Bogen für Bogen. Wir fahren die alte M-Linie zurück, kommen mit der Spitze unseres Bogens genau auf unsere Querlinie, ziehen den Bogen rüber und landen wieder unten auf unserer Querlinie. Linie für Linie. Wir nähen wieder über die Mittellinie zurück und machen das gleiche mit unseren U-Bögen. Wir ziehen unser kursives U bis zum höchsten Punkt auf unserer quergesetzten Linie, lassen den Bauch darüber hinaus wachsen und wir enden auf unserer Linie. Und machen das die ganze Seite lang. Was übrigens auch ein sehr schönes Herzmotiv ergibt, was gut als Randmeander zu arbeiten ist. Wenn wir diese 3 Übungen haben, möchten wir das Ganze auf dem unten noch verbleibenden Platz frei üben. Wir ziehen das erste Mal eine Linie frei, wir enden in einer kleinen Schlaufe. Wir wandern zurück, wandert ruhig parallel. Das ist wunderbar. Und von hier ziehen wir nun unsere kursiven M-Bögen, die ganze Bahn lang, wandern wieder zurück, machen vielleicht eine kleine Schlaufe oder eine Schnecke und kommen von hier aus in unsere U-Bögen. Das Ganze muss nicht gerade und nicht perfekt sein. Lasst das Ganze leben. Das versuchen wir nun an unserer Nähmaschine. Wir möchten unser Motiv zum Üben einmal auf Geschenkpapier quilten. Wir entfernen dazu die Fäden. Wir möchten nur mit unserer Nadel einmal auf Papier nähen. Wir haben keine Fäden in der Maschine. Wir haben unseren Transporteur abgesenkt. Wir haben die Stichlänge auf 0 gestellt und wir fangen an. Wir beginnen bei den ersten 3 Linien auf der mittleren Linie in der linken Ecke. Wir versenken einmal die Nadel und nähen nun zunächst einmal unsere M-Schwünge. Wir fangen auf der Linie an, nähen hoch bis zur oberen Linie. Von hier fahren wir ein bisschen den M-Bogen lang und nähen nun wieder nach unten. Und stoppen erneut auf der mittleren Linie. Wir nähen wieder hoch und wir quilten wieder runter. Wir quilten hoch
Am letzten Punkt angekommen, quilten wir einmal diese gerade Linie zurück. Zwischendurch, wenn ihr eure Hände umsetzen wollt, stoppt ihr eben mit der Naht, setzt eure Hände so auf euer Papier, wie ihr das gerade braucht, und wir quilten weiter. An unserem Ausgangspunkt angekommen, quilten wir nun Us, die möglichst genau an unseren M-Bögen landen. Wir quilten nun bis zur unteren Linie und kommen von hier wieder zur Mittellinie. Diese Übung gemeistert haben, wandern wir zur zweiten Dreierlinie. Nun möchten wir unsere Ms kursiv setzen. Wir starten wieder auf der Mittellinie an der linken Ecke und wir schreiben nun eine ganze Reihe kursive Ms. Auch hier quilten wir wieder die Linie zurück. Wieder an unserem Startpunkt angekommen, möchten wir nun eine Reihe kursiv gesetzter Us haben. Wenn wir das haben, möchten wir unser drittes Linienpaar einfach mal unterteilen. Ganz willkürlich, das ist ganz egal, wie ihr die Linien setzt. Wenn wir diese Linien gezogen haben, starten wir mit unseren N-Bögen oder M-Bögen wieder auf der mittleren Linie in der linken Ecke. Wir ziehen einen Bogen bis zur oberen Ecke, ziehen den Bauch unseres M-Bogens über diese Linie hinaus und enden mit unserem Bogen genau auf dem Punkt der sich kreuzenden Linien. Denkt daran, dass euer Füßchen abgesenkt ist und wir legen los. Der oberste Punkt geht über den Punkt hinaus bis auf die Linie. Der oberste Punkt Vielleicht merkt ihr nun, dass ihr euren Papierbogen gerne ein bisschen anders halten möchtet, damit das leichter wird. Experimentiert damit ein bisschen herum, dass ihr seht, wie ist für mich die beste Position. Hier angekommen, quilten wir wieder unsere Linie zurück. Von hier kommen unsere U-Schwünge auf gleiche Weise. Wir ziehen unser U kursiv, bis der höchste Punkt unseres Us genau auf unserem Kreuz endet, ziehen den Bogen unseres Us darüber hinaus und landen wieder auf unserem Kreuzpunkt. Wenn wir umgreifen möchten, machen wir das genau an diesem Kreuzpunkt. Der höchste Punkt, der Bauch, und unsere Herzchenreihe ist fertig. Wir haben hier jetzt noch ein Stückchen Papier übrig, auf dem möchten wir unsere erste freie Feder quilten. Zunächst einmal brauchen wir diese Mittellinie, an der wir uns die ganze Zeit orientiert haben. Das heißt, wir setzen unser Füßchen ab, versenken die Nadel und ziehen eine Mittellinie. Diese könnt ihr gerade oder geschwungen setzen, ganz wie ihr das mögt. Ich setze sie ein bisschen geschwungen. Am Ende meiner Linie möchte ich eine kleine Kurve quilten.
kleiner Loop und von hier fahre ich wieder zurück. Am unteren Punkt angekommen, möchte ich nun meine kursiven N-Bögen setzen. Wenn ich auf meiner Mittellinie ankomme, kann ich meine Hände wieder umstellen, kann ich umgreifen. Bin ich an meiner Mittellinie angekommen, fahre ich diese wieder zurück. Ihr braucht nicht treffen, macht eure Mittellinie so kräftig, wie ihr gerne möchtet. Sie darf gerne hervorschauen. Sie kann breit sein, ihr könnt auch immer genau über die gleiche Linie fahren, wie ihr mögt. Am Ende angekommen, können wir entweder das Ganze so lassen oder wir setzen einen kleinen Endpunkt. Ich setze da gerne so einen kleinen Wirbel. Wenn ich das habe, setze ich meine kursiven U-Bögen genau gegenüber meiner N- oder M-Bögen. Ich muss nicht genau treffen. Arbeitet frei, lasst das Ganze leben. Und wenn wir das haben, fahren wir noch einmal unsere Linie zurück. Und unser Federmuster ist einmal fertig geübt. Wir heben das Füßchen, wir holen die Nadel und wir können unsere ganze Übung einmal unter der Maschine hervorholen. So schaut das Ganze nun aus. Wir haben einmal unsere M-Bögen, die ganze Bahn lang, und haben unsere U-Bögen dagegen gesetzt. Wir haben unsere M-Bögen kursiv gesetzt. Das gleiche haben wir mit den U-Bögen gemacht. Und wir haben das Ganze in eine genaue Form gebracht. Wir haben darauf geachtet, dass der höchste Punkt unseres Ms oder unseres Us genau auf der Querlinie liegt. Wir haben den Bauch über diesen Punkt hinausgezogen und beide Linien treffen sich wieder an der quergesetzten Linie. Das ergibt ein sehr schönes Herzchenmeander. Und hier haben wir unsere erste frei gequiltete Feder. Sollte mal ein Bogen nicht zu 100%ig werden wie dieser, den ich gut hätte weiter rumziehen können, dann macht das gar nichts bei der Gesamtwirkung aus. Wie ihr diese Quiltübungen auf Geschenkpapier noch vertiefen könnt, das seht ihr in dem Video, das ich euch hier verlinkt habe. Wenn wir das haben, probieren wir das Ganze an einem vorbereiteten Sandwich aus. Wir gehen dazu wieder an unsere Nähmaschine, fädeln unsere Nähmaschine ein und wir sehen uns dann bei fertig eingefädelter Nähmaschine mit dem vorbereiteten Sandwich wieder. Nun quilten wir unsere erste Feder auf unserem vorbereiteten Sandwich. Denkt daran, wenn wir hier nun quilten möchten, wir möchten hier nicht so festhängen. Wir haben nun mehr Material unter unserer Nähmaschine als beim Geschenkpapier. Das heißt, wir passen den Füßchendruck ein bisschen an. Wenn wir das haben, holen wir unseren Unterfaden nach oben. Wir stechen einmal mit der Nadel ein, holen die Nadel wieder hoch, ziehen unseren Quilter ein bisschen zur Seite und siehe da, der Unterfaden kommt nach oben. Ein ausführliches Video dazu habe ich euch hier jetzt noch einmal verlinkt. Wir haben unsere Fäden, Ober- und Unterfaden, wir haben unsere Startposition und wir quilten nun einmal eine Linie. Die kann gerade sein, die kann gebogen sein, ganz wie wir das gerne wünschen. Am Ende unserer Linie quilten wir eine kleine Schlaufe. Wir fahren unsere schon gequiltete Linie zurück. Wir können versuchen, die Stiche übereinander zu legen oder wir setzen einfach eine zweite Linie. Ich mag es, wenn die Mittellinie verstärkt ist und mehrere Linien aufweist, also mache ich das. Ich habe für mein Sandwich eine sehr auffallende Garnfarbe gewählt. Für gewöhnlich bevorzuge ich es, Ton in Ton zu quilten. Am Ende angekommen, möchte ich nun meine N-Bögen setzen.
Wenn wir mit der Zeit sicherer werden, können wir mit dem Motiv ein bisschen spielen. Wir können nach einem N-Bogen ein bisschen weiter wandern. Und wir können eine kleine Spirale ansetzen. Und wir wandern wieder zurück. Und starten von hier aus erneut in unserem Bogen. Wenn wir uns durch unseren Schwung ein bisschen ins Aus gesetzt haben, wie hier, dann ist das gar kein Problem. Wir können unsere Linie zurückfahren und aus dem oberen Punkt einen neuen Schwung ansetzen. Fahren unsere Linie zurück bis zum oberen Punkt und setzen von hier aus einen neuen N-Bogen an. Und weiter geht's. Da angekommen können wir hingehen und sagen, wir setzen einen kleinen Kringel in so ein Federfeld. Oder wir quilten einfach ganz normal weiter. Wenn wir Doppelungen haben, stört uns das nicht weiter. Das Gesamtbild wird nachher sehr lebendig werden und das soll es auch. Von hier quilten wir wieder unsere Linie zurück. An diesem Endpunkt möchte ich gerne noch so einen Kringel setzen. Wieder ein bisschen. Fäden hätte ich schon abschneiden können, das habe ich vergessen, also lege ich die nach hinten. Von diesem kleinen Kringel aus setze ich nun meine U-Bögen an. Hier habe ich nun die gleiche Situation, ich habe mich ein bisschen ins Aus gesetzt, das stört mich nicht, ich fahre meine Linie zurück. Bis zum höchsten Punkt und von dem Punkt aus starte ich mit einem neuen U. Und auch hier, wenn ich mag, kann ich noch so einen Ausläufer ansetzen. Und wir quilten weiter. Auch hier kann ich einen kleinen Wirbel in meine Feder setzen. Meine Feder kann ich nun von außen einmal verstärken. Ich kann wie ein Echo einmal außen herum eine zweite Linie setzen. Dazu kann ich nun meine Hilfslinien an dem Füßchen gut nutzen. Das versuchen wir mal. Wir wandern einmal nach außen und fahren alle Linien noch einmal nach. Einen Ausläufer lasse ich davon unberührt. Von jedem Punkt aus kann ich ein neues Design starten, dass wir anstatt eines wandernden Meandermotivs ein flächendeckendes, füllendes Federmotiv haben. Wir wandern zu einem Punkt und wandern einfach aus diesem Punkt heraus.
starten mit einer neuen Feder. Wenn wir dabei irgendwelche Linien nicht ganz genau treffen, ist das gar nicht schlimm. Wenn wir unsere zweite Feder fertig haben, können wir sie auch komplett von innen dekorieren. Fahren wieder zurück und setzen einen kleinen Wirbel in jede einzelne Feder. Schon haben wir wieder ein komplett neues Federbild. Spielt mit dem Motiv ein bisschen herum, probiert Dinge aus und lasst euch einfach inspirieren. Wenn wir Linien ein bisschen verschwinden lassen wollen, weil sie nicht so schön geworden sind, können wir unser Echo immer wieder wiederholen. Wie unsere Feder nachher aussieht, das entscheiden wir selber. Wir haben sehr, sehr viele unterschiedliche Möglichkeiten. Wenn unser Motiv beendet ist, holen wir unsere Nadel hoch, nähen dreimal auf der Stelle, heben unser Füßchen, ziehen unseren Faden unter der Maschine hervor, setzen auf dem gleichen Punkt wieder auf, stechen noch einmal ein, um den Unterfaden nach oben zu holen und wir schneiden das Ganze ab. Das ist die Basisfeder. Die Feder, aus der alle schwierigeren Federn später entwickelt werden, die ideale Anfängerfeder. Yay, geschafft! Unser Probesandwich für Federn ist fertiggestellt. Gebt der Sache eine Chance, probiert das immer und immer wieder und ihr werdet sehen, ihr werdet sehr schnell besser werden. Versucht nicht zu genau zu arbeiten. Quilten ist wie eine Handschrift. Gebt jeder Feder euren eigenen Spin, eure eigene Ausrichtung und lasst ganz viel Fantasie mit einfließen. Alles, wozu ihr gerade Lust habt, wo ihr denkt, der Bogen, der könnte auch noch toll sein, packt den mit hinein und ihr werdet staunen, wie wunderbar das Ganze wird. Nun wünsche ich euch viel Vergnügen beim Quilten von Federn. Bleibt gesund und glücklich und denkt daran, was immer auch passiert, einfach weiter nähen. Bis zum nächsten Video. Tschüss!